Vergangene Nacht hat die USA die Midterm-Wahlen gehabt. Also das heisst, es sind über den Senat ist abgestimmt worden, über das Repräsentantenhaus und über einen Teil der Gouverneure. Und über das wollen wir jetzt reden. Wir sind hier in Zürich und reden hier mit einem, der das kann einordnen aus republikanischer Sicht. Das ist der Sprecher der Schweizer Republikaner, also US-Republikaner. Das ist der James Foley. Die letzte Nacht. Ist das so eine kleine Ohrfeige für den US-Präsident Donald Trump? Es ist, würde ich sagen, für die Republicans Overseas ein allgemeines gutes Ergebnis, weil wir haben den Senat halten können und das ist super wichtig, besonders wenn es um Hochgerichte-Benennungen geht, Supreme Court Justices, und das ist super wichtig für die Zukunft des Landes. Was in der House of Representatives passiert ist, sind wir natürlich etwas enttäuscht, aber es war auch etwas zu erwarten aus dem ganz einfachen Grund, dass die Demokraten haben eine Menge Geld auf diese Wahl ausgegeben und glücklicherweise oder unglücklicherweise für uns, wie auch immer, die Demokraten nicht die Ergebnisse erhalten, was die wollten. Und die haben die Mehrheit in der Bundestag sozusagen gewonnen, aber nur knapp. Aber so eine Wahl, eine Wahl, wo sehr viele Leute gewählt werden, da geht es ja nicht nur ums Geld. Da geht es nicht nur darum, wer wie viel Geld einsetzt und so den Wahlkampf kann entscheiden. Es geht ja auch um Politik. Und das ist wahrscheinlich jetzt somit ein klares Zeichen für die Demokraten. Well, allgemein ist die Wahl normalerweise beim Off-Year-Election in diesem Fall ist die Teilnehmerzahl relativ gering. Und dieses Mal haben wir gesehen, dass es relativ hoch gegangen ist. Es ist vielleicht die höchste aller Zeiten von der Voter Turnout, die Wahlparticipation. Und das ist schon eine positive Sache für allen Seiten, weil die Amerikaner, das Publikum zeigt, dass die mehr an die normalerweise ignoriert oder nicht so wichtige Politik jetzt mehr interessieren. Und das ist für das ganze Land positiv, allgemein. Was wir als Republikaner sehen, ist, dass vielleicht dieses Mal die Demokraten waren vielleicht mehr aufgeregt bzw. gespannt in dieser Wahl als die Republikaner war. Trotz, dass der Präsident Trump in den letzten 2 Wochen viele Rallies, also großen Versammlungen geführt hat. Und das hat bestimmt geholfen, nicht nur für die Kandidaten der Republikaner, sondern auch für die allgemeine Turnout, weil das täglich in der Presse war. Haben Sie das Gefühl, der Donald Trump hat gerade in der letzten Woche, jetzt vor diesen Midterm-Wahlen, einen guten Job gemacht? Ja, na klar. Ich glaube, dass es für egal welcher Präsident, dass es gut, wenn die Teilnehmerschaft und das Publikum anspricht und sagen, hey, your vote is important, ihr Wahl ist wichtig, ihr Teilnehmerschaft ist wichtig. Das ist eine positive Sache, egal welche Seite. Der Trump mag das aber gerne, weil der ist Entertainment. Der kommt aus der Entertainment-Industrie, nicht nur die Immobilienindustrie. Vergessen Sie nicht, der hat eine TV-Show 14 Jahre lang am Fernsehen geführt. Also der kennt die Entertainment-Industrie sehr gut. Der weiß, wie das tickt und funktioniert. Und der kennt, wie eine Show gemacht wird. Also das ist auch eine positive Sache. Der hat viel gemacht für die Republikaner, Kandidaten in verschiedenen Staaten wie Texas und in Florida, sehr, sehr wichtig. Aber das hat nicht überall geklappt, wie wir es wollen. Vielleicht können Sie zwischendurch mal schnell sagen, was Ihr Job genau ist. Sie sind Sprecher von der Republican Overseas Switzerland. Das ist eine Organisation, die auf der ganzen Welt verteilt ist, in verschiedenen Ländern, eben mit den Republikanern. Was ist Ihr Job? Mein Job da drin sozusagen, ich bin Porte-Parole, also ich bin eine Sprechperson davon. Meine Kollegen von Republicans Overseas Switzerland, die Führerschaft ist in Genf und die sind Amerikaner natürlich, die sind langzeitige Genf-Anwohner und ihr Französisch ist okay, aber ihr Deutsch es kommt sehr nicht wirklich gut in die Frage. Also deswegen fragen die mich, ob ich mal die Interviews und so weiter in der Presse machen kann. Republicans Overseas ist eine weltweite Organisation. Da gibt es 9 Millionen Amerikaner, die über See, Ausland wohnen. Das ist zu relativieren, das ist so groß wie der Bundesstaat Ohio als Wahlzahl, als Wählerzahl. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und in den letzten Jahren haben wir bemerkt, dass die Feedback und die Feedback und die Response, welche wir von Washington D.C. und unsere Politiker erhalten, ist
ziemlich höher gegangen, weil die sind mehr aufmerksam auf die Amerikaner, die übersee wohnen. Aber Sie reden jetzt von der weltweiten Organisation. Nö. Wie ist die Relevanz von der Schweizer Organisation? Für die Schweiz natürlich ist es ein einfacher Teil davon. Wie ich Ihnen gezeigt habe, wir sind verbunden bei Republicans Overseas auf ein WhatsApp-Club und WhatsApp Message Board und wir geben einander Updates von was passiert in verschiedenen Ländern. Ich bin nicht der Einzige, es gibt viele Kollegen, die in anderen Ländern wohnen, die reden auch mit der Presse täglich. Können Sie uns da einen Einblick geben, was da gerade geschrieben worden ist, weltweit? Weltweit ist es meistens positiv, kann ich Ihnen sagen. Die sind natürlich enttäuscht von verschiedenen Ergebnissen, vielleicht in Nevada. Das wird nicht so gut klappen wie in den US-Senat. Und ich glaube, Arizona ist jetzt an der Grenze im Moment. Wir wissen genau nicht, wie das geht. Es ist immer noch ein paar Sachen zu entscheiden. Also die Zeit ist noch nicht ausgelaufen. Und, aber der Feedback, das Gefühl online, das ich lese, ist mehr oder weniger positiv. Wir sind ganz zufrieden, den Senat. Wir werden ein Increase, eine Erhöhung in den Senat schaffen. Und wir werden nicht so viel verlieren in der House of Representatives wie vorher gedacht. Aber Sie reden ja jetzt eigentlich genau gleich wie der Donald Trump. Der hat vorhin Twitter tremendous Success bei den Wahlen, einen grossen Erfolg. Und Sie folgen eigentlich gerade ihm nach, wenn Ihr Präsident das so gesagt hat. Also, Sie sagen einfach das, was er auch sagt. Nein, es ist der Präsident, der Donald Trump, wird immer das mal positivieren, spinnen wollen. Aber der Präsident ist einer, der auch glaubt, dass selbst negative Publizität ist besser als gar keine Publizität. Das ist auch die Moral der Geschichte. Was wird denn jetzt schwierig, nachdem dass man eben im Repräsentantenhaus einen Großteil auch verloren hat, wo jetzt eben an die Demokraten abgegangen ist? Was wird jetzt die Schwierigkeit, die Herausforderung für die Republikaner? Ich würde sagen, besonders für die Amerikaner, die Republikaner, die übersee wohnen und auch die Demokraten, die übersee wohnen, ist die weitere Steuerreform wird jetzt auf die Linie gesetzt und wird schwieriger durchzusetzen, weil die Demokraten sind vielleicht nicht so geil auf die Steuersysteme zu reformen, besonders nicht die Steuerraten runterzusenken. Habe ich schon heute Morgen gelesen, dass die neue Speaker der House, die Nancy Pelosi, die ist völlig daneben, Entschuldigung. Sie will schon Steuererhöhungen auf verschiedenen Sachen schon einführen, sobald sie Speaker of the House wieder die Rolle fühlt. Und das ist für Amerikaner ein sehr wichtiger Punkt, weil der US-Steuersystem das furchtbar ist mit dieser FATCA-Regel, Foreign Account Tax Compliance Act. Und wenn wir das nicht für die Individuellen, das wurde schon in der Steuerreform Dezember 2017 durchgesetzt, dass die Steuerreform für die Geschäfte, die FATCA ist mehr oder weniger weg. Aber für die Individuellen wie ich und anderen, die im EU-Übersee wohnen, das ist auch immer noch ein Problem, dass die Demokraten eher keine Interesse haben zu ändern. Sie haben vorhin gesagt, die Schuld an dem Ganzen ist eigentlich einfach das Geld, weil viele Leute, gerade auf demokratischer Seite, sehr viel Geld jetzt investiert haben in den Wahlkampf, aber es widerspiegelt doch auch die Politik, die politische Stimmung in den USA. Was haben Sie das Gefühl, zeigt das auch so ein bisschen einen Forecast für die nächsten Wahlen in 2 Jahren, wenn es um den nächsten US-Präsident oder US-Präsidentin geht? Ja, ich würde sagen, in 2020 hat der Präsident Trump sehr gute Chancen, wiedergewählt zu werden, aus dem ganz einfachen Grund, dass, schauen Sie mal in diese Wahl, die Demokraten hatten relativ nichts fortzuführen oder vorzustellen, das positiv war. Es war immer negativ. Es war, wählen Sie gegen das oder gegen das, wobei die Republikaner, die waren, wählen Sie für weitere Steuerreform, wählen Sie für Grenzschutz, wählen Sie für bessere Außenpolitik, wählen Sie für bessere Regierungsreform und so weiter und so fort. Wobei die Demokraten haben nichts davon erzählt oder auch nicht promotiert. Jetzt geht das Thema Abschottung. Wir sind in der Schweiz, Sie vertreten die Schweizer Republikaner. Wie gut oder ist das auch schlecht, eben eine Abschottung gegenüber dem Ausland jetzt für die Schweiz, wenn Sie das von da aus anschauen, aus der Schweiz in Richtung Amerika? Ich würde sagen, dass für die Schweiz ist es immer noch auf der guten Seite, weil die Demokraten im House of Representatives im Bundestag, die können relativ nichts gegen die Außenpolitik von USA führen. Das liegt beim Präsident hauptsächlich und das State Department, also der Außenminister, und das ist natürlich ein Presidential Appointment. Also das liegt die Politik liegt alles bei Präsident Trump, immer noch.
und der ist einer, der ein bilateraler Agreement mit verschiedenen Ländern unterschreiben möchte, zum Beispiel mit der UK oder auch mit der Schweiz, hat er so auch erwähnt in Davos, als der da war. Und vergessen Sie nicht, dass es geht nicht um Isolation. Der hat in Davos gesagt, der Trump sagte, America first heißt nicht America alone. Und das wird so weitergeführt, aber wir werden das bilateral Agreements führen oder fortsetzen, die für beiden Seiten vorteilig sind. James Fully, danke vielmals. Wie das die Auswirkungen jetzt gerade von diesem Thema sind, werden wir in Zukunft sehen. Und in Zukunft werden Sie auf Now auch noch weitere Berichte, gerade zu den Midterm-Wahlen, die in der vergangenen Nacht in den USA waren, werden Sie natürlich auf now.ch sehen. Mit diesen Worten verabschiede ich Sie in den Tag und wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gute Zeit alle miteinander.